Servus und grüß dich, ich bin's wieder, dein Bart vom Airsoft Sportclub Wels und heute geht's um dieses kleine Bauteil da. Von oben kann man das nämlich überhaupt nicht erkennen. Ihr kennt dieses kreischende Geräusch, wenn das Pinion Gear nicht mehr ausreichend ins Bevel Gear greift. Aufgrund dieses Geräuschs habe ich lange gesucht, ob es am neuen Motor liegt oder am Übergang des Bevel und Pinion Gears. In meiner Verzweiflung habe ich nach stundenlangem Suchen alles aus meiner Gearbox herausgerissen und konnte feststellen, dass sich zwischen den beiden Zahnrädern hier ein Spalt gebildet hat. Und dieser Spalt, der hat jetzt nicht den Eingriff der Zahnräder gestört, sondern er hat dafür gesorgt, dass diese Zahnräder ineinander durchdrehen. Und das hat ein irrsinnig ekliges, kreischendes Geräusch ergeben, ähnlich wie jenes, wenn eben das Pinion Gear nicht ordentlich in das Bevel Gear greift. Ich hoffe, dass dir das nie passiert, aber wenn es dir passiert, dann hoffe ich, dass dir dieses Video hilft, zu beachten, dass es auch etwas sein kann, was du noch nie zuvor gehabt hast. Danke, dass du dabei warst, viel Erfolg beim Basteln, habe dir. Ach Gott, schon wieder vergessen. Bitte, lass mal ein Like und ein Subscribe da, wenn das Video gefallen hat. Bis demnächst, habe dir.